Frau Horst, sehr verehrte Festgäste, heute ist ja nicht nur ein wunderschöner herbstlicher Tag, für mich persönlich ist es auch ein sehr bewegender Tag. Gerade habe ich gemeinsam mit Herrn Präsident Schuster und Frau Präsidentin Knobloch den Staatsvertrag zwischen Bayern und den israelitischen Kultusgemeinden unterzeichnet. Ich denke, ein wichtiges, ein schönes Signal für die blühende jüdische Kultur in unserem Land. Staatsminister Spähle hat heute Mittag zusammen mit Ihnen, verehrte Frau Vize-Außenministerin Hotovely, den Entwurf zum Erinnerungsort Olympia-Attentat München 1972 vorgestellt, wie der Minister mir gesagt hat, unter großer Beteiligung auch der Bevölkerung. Ein Signal gegen das Vergessen, für Solidarität, gegen Gewalt und Terror. Und jetzt feiern wir gemeinsam die Eröffnung des neuen Generalkonsulats des Staates Israel. Und das ist ein Glanzpunkt im Jubiläumsjahr der deutsch-israelischen Freundschaft. Ein historischer Augenblick und, wie ich sagte, ein bewegender Moment. Sehr geehrter Herr Generalkonsul Schahn, seit knapp 5 Jahren haben wir in Bayern jetzt das israelische Generalkonsulat. Wir sind stolz, dass wir das einzige israelische Generalkonsulat in Deutschland haben, hier in München. Das ist eine große Ehre für den Freistaat und wir sind ohnehin schon verwöhnt. Seither ist unsere Freundschaft noch ein ganzes Stück enger geworden. Mit dem neuen Generalkonsulat am Karolinenplatz setzen wir ein weiteres starkes Zeichen des vertrauensvollen Miteinander. Und die Feier hier in der Musikhochschule ist Ausdruck unserer besonderen Beziehungen und, wie ich meine, auch ein kleines Fest der Völkerverständigung. Der Ort, wir haben es gehört, hat Symbolkraft. Im ehemaligen Nazi-Viertel, wo einst der Terror seine Machtzentrale hatte, zeigt Israel heute Flagge. Flagge für Versöhnung und Frieden. Sie setzen auf Verständigung, Dialog und Begegnung. Und dazu möchte ich Ihnen von ganzem Herzen gratulieren. Ich danke im Namen des Freistaats und der Menschen in Bayern für Ihr Vertrauen und für das Vertrauen der Menschen in Israel. Wir sind stolz auf die enge Verbindung zwischen unseren Ländern, Herr Botschafter, auch zwischen Bayern und Israel. Im Frühjahr haben wir gemeinsam das NS-Dokumentationszentrum eingeweiht. Gestern haben wir in Deutschland und Bayern der Opfer des Pogroms vom 9. November gedauert. Hier in München haben dabei junge Menschen an jüdische Bürger erinnert, die Terror und Gewalt erleiden mussten. Wir in Bayern zeigen, wir gedenken der Opfer, wir erinnern an unendliches Leid, wir treten aber auch jeder Art von Terror und Gewalt entgegen, heute und in der Zukunft. Rechtsextreme Parolen, das möchte ich heute zum wiederholten Mal versichern, haben bei uns nichts verloren, nirgendwo hin. Kein Fußbein. Kein Fußbein für Fremdenhass und Antisemitismus in unserem Land. Dafür werden wir gemeinsam in Bayern auch in Zukunft mit aller Kraft kämpfen. Wir weichen nicht, wir stehen zusammen gegen alle Feinde unserer Demokratie. Ich will darauf hinweisen, dass der Freistaat Bayern an der Spitze derer stand, die trotz mancher Widerworte von Juristen energisch dafür eingetreten sind, dass wir ein neues NPD-Verbotsverfahren in Karlsruhe anstrengen. Das war ein wichtiges Signal. Wir
haben vor kurzem, unser Innenminister, in Oberfranken eine Gruppe zerschlagen, die Unheilvolles ganz offenkundig geplant hatte. Und ich möchte zum gestrigen Tage sagen, unser Jahr hat 365 Tage und es ist keine Einschränkung des Demonstrationsrechts, wenn auch manche Gerichte nicht ausgerechnet am 9. November Demonstrationen von bestimmten Gruppen zulassen. Humanität, Toleranz, die Gleichheit der Menschen. Das sind die Leitwerte unseres jüdisch-christlichen Menschenbildes. Und für diese Werte stehen wir ein, gemeinsam. Und das erwarten wir auch von jedem, der in unser Land kommt. Ich habe in den vergangenen Wochen zwei wirklich bewegende Briefe von Ihnen, Frau Präsidentin Knobloch, und von Ihnen, Herr Präsident Schust. Ich habe in meiner Regierungserklärung vor dem Bayerischen Landtag Frau Dr. Knobloch zitiert. Heute möchte ich Herrn Dr. Schuster zitieren. Es bereitet der jüdischen Gemeinschaft Sorge, dass sicherlich eine Vielzahl der Flüchtlinge mit juden- und israelfeindlichen Einstellungen aufgewachsen sind. Solchen Einstellungen muss bei der Integration aktiv entgegengewirkt werden. Hierzu gehört unabdingbar, dass die Flüchtlinge mit unseren westlichen Werten und den Fundamenten unserer Gesellschaft vertraut gemacht werden. Neben Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Garantie der Menschenrechte gehören hierzu ebenso als Wesenskern die tiefe Verbundenheit mit der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, das Gedenken an die Shoah, der Dialog der Religionen sowie die Solidarität mit Israel. Ende des Zitats. Lieber Herr Dr. Schuster, ich stimme Ihnen aus tiefstem Herzen zu und ich versichere Ihnen, wir in Bayern treten mit aller Kraft für das Prinzip ein. Wir sind ein Land mit einer Willkommenskultur, in den letzten 20 Jahren 2 Millionen Menschen zusätzlich aufgenommen. Wir gehen jetzt auf 13 Millionen Einwohner zu. Und wir haben immer das Prinzip vertreten, wer bei uns bleiben kann und soll und will, der muss auch unsere Werte achten und leben. Bayern ist das Land, und das ist eine Leistung der ganzen Bevölkerung, der gelingenden Integration. Und wir sind stolz auch auf diese Erfolgsgeschichte. Und bei all meinen Verhandlungen in Berlin, man möchte es kaum glauben, es wird auch kaum gesendet und geschrieben, danken wir die Bundeskanzlerin immer dafür, wie gerade in den letzten Wochen mit Unterstützung der Bevölkerung, der Kommunen, der Hilfsorganisationen, der Kirchen, ich glaube, die Bayern, das ist jetzt gar nicht so sehr auf die Politik zurückzuführen, sondern auf die Menschen, die eine wunderschöne Visitenkarte der Humanität in all diesen Wochen hier in München, aber auch in allen grenznahen Regionen abgegeben haben. Bayern ist ein Land der gelingenden Integration. Bei uns gelingt Integration nicht trotz unserer starken Verwurzelung und Wertorientierung, sondern gerade wegen unserer inneren Kraft, gemeinsam einzustehen für Freiheit, Toleranz und Menschenrechte. Wir haben immer gesagt, Integration heißt nicht, dass sich verschiedene Kulturen in einer neutralen Mitte treffen. Integration muss Richtung und Ziel haben. Und dieses Ziel ist das klare Bekenntnis zur Werteordnung unserer bayerischen Verfassung und des Grundgesetzes. Und zu unserem Wertekanon gehört unsere unverbrüchliche Solidarität mit dem Staat Israel. Im Sommer haben wir in Nürnberg, am historischen Ort der Nürnberger Prozesse, die Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien eröffnet. Eine Akademie zum Schutz der Menschenrechte
Und das Signal von Nürnberg lautet: Im Angesicht der Barbarei von islamistischen Terrororganisationen, von Islamischem Staat und Boko Haram darf die Weltgemeinschaft nicht wegschauen. Die Staatengemeinschaft muss handeln und sie wird auch handeln. Im Zeitalter von Internet und weltweiter Zusammenarbeit werden im Nahen Osten Menschen wegen ihrer Religion massakriert, Jahrtausende alte Kulturstätten gesprengt, ganze Regionen verwüstet und Millionen Familien in die Flucht getrieben. An dieser Grenze zwischen Barbarei und Zivilisation hat das Existenzrecht Israels seine historische Bedeutung für die ganze Weltgemeinschaft. Hier geht es uns alle an. Und es geht auch um uns alle. Existenz und Sicherheit Israels sind Teil unserer Staatsräson. Wir in Bayern und Deutschland setzen uns dafür ein, dass die Menschen in Israel in Sicherheit leben können, und wir hoffen, dass Israel und seine Nachbarn dauerhaften Frieden erreichen können. Kaum jemand, das ist heute von allen Vorrednerinnen und Vorrednern gesagt worden, hätte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nach der Shoah, geglaubt, dass ein neues Leben der jüdischen Gemeinden auf deutschem Boden und freundschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und dem Staat Israel wachsen können. 70 Jahre nach Kriegsende, 50 Jahre nach Aufnahme unserer diplomatischen Beziehungen ist unsere bayerisch-israelische Freundschaft, ich sage es bewusst so, ein Wunder der Geschichte und ein großes Geschenk für uns Deutsche. Staatsmänner wie David Ben-Gurion und Konrad Adenauer haben mit visionärer Kraft den Weg der Aussöhnung zwischen Israel und Deutschland beschritten. Franz Josef Strauß hat für diese Versöhnung Zeichen gesetzt durch seine Freundschaft mit Shimon Peres und Esa Weißen. Gemeinsam haben sie die Grundlagen für die enge Partnerschaft zwischen Bayern und Israel gelegt. Ich selbst war wiederholt in Israel. Wir sind gerade dabei, in diesem Jubiläumsjahr einen neuen Besuch zu organisieren, entweder in diesem Jahr oder in der Nähe zu diesem Jubiläumsjahr. Und ich war auch bei meinem letzten Besuch vor 3 Jahren sehr beeindruckt von der Herzlichkeit der Menschen in Israel. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen, hoffentlich mit hochrangigen Gesprächspartnern. Bayern und Israel sind starke Partner im 21. Jahrhundert. Wir bringen die Jugend zusammen, wir vernetzen unsere besten Köpfe in Wissenschaft und Forschung. Wir kooperieren eng mit den Zukunftsfeldern Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie. Ich danke der Vize-Außenministerin auch für diese hervorragende, enge Zusammenarbeit. Meine Damen und Herren, in einer Welt aus den Fugen, in einer Welt zerfallender Staaten und des internationalen Terrorismus ist in Wahrheit nichts wertvoller als das Vertrauen und die Kontinuität freundschaftlicher, internationaler Zusammenarbeit. Bayern, Deutschland und Israel stehen zur internationalen Wertegemeinschaft. Wir arbeiten für ein Leben in Sicherheit, in Wohlstand, für Demokratie und Frieden überall auf der Welt. Das neue Generalkonsulat Israels ist, wie ich denke, ein hervorragender Ort, um unsere Zusammenarbeit zu vertiefen, unsere Freundschaft auch in Zukunft mit Leben und Herzlichkeit zu erfüllen. Für den Einzug in das neue Domizil darf ich Ihnen, verehrte Frau Vize-Außenministerin, im Anschluss Brot und Salz überreichen. Glück und Segen für das neue israelische Generalkonsulat. Glück und Segen für alle Menschen, die dort ein- und ausgehen und unsere bayerisch-israelische Freundschaft leben. Es haben übrigens über 100 Generalkonsulate in München. Ihr seid die Grünen, das Sandhäubchen, die israelische
denen wir beide gehören, Herr Oberbürgermeister, ich vermute es jedenfalls bei Ihnen, sind die Franken. Ja, der Ludwig Spende, glaube ich, gehört auch dazu. Es sind die Franken, wozu der Innenminister Joachim Herrmann gehört, und es sind die Schwaben. Und dann der vierte Stamm, die Heimatvertriebenen. Und liebe Frau Knobloch, ich erwähne ganz bewusst heute an diesem festlichen Tage, dass die Juden in unserem Lande, die unheimlich viel mitgearbeitet haben, dass Bayern heute ein blühendes Land ist. Auch die Landeshauptstadt München ist eine blühende Stadt. Dass wir den Juden in unserem Lande viel verdanken. Sie haben die Hand zur Versöhnung gereicht. Das ist einfach faszinierend, einmalig, einzigartig in der Geschichte. Und deshalb sage ich ganz bewusst heute, und das war immer Ihr Wunsch, die Juden sind der 5. Stamm in Bayern. Sie gehören wie selbstverständlich. Gemeinsame Zukunft, dass der Präsident der Musikhochschule die Chance genutzt hat, mich darauf hinzuweisen, dass er noch mehr Geld braucht, um diese Möglichkeiten wiederherzustellen. Daran gewöhnt man sich im Laufe der Jahre, Herr Präsident. Jeder Termin des Ministerpräsidenten mit Verlassen der Staatskanzlei löst dort Unruhe aus, Bedenken aus, weil sie immer wissen, dass wenn irgendjemand sagt, ich brauche noch mehr Geld. Meistens kommt zuerst der Dank, den hat er heute vergessen, und dann kommt die Forderung. Danke. This is the first time that I'm marching on the land of Germany, and it can't be denied from history, and it can't be denied from a very strong emotional feeling. I must say that the clear words that you just said, Mr. Prime Minister, are showing to the world that this place has become from the center of evil to the place that is fighting evil. So thank you so much for your warm words. I stand here in Munich representing the government of Israel, but I also stand as an Israeli that has a personal story. I don't think that there is any Israeli in Israel that is coming to Germany without having the personal connection to the Holocaust. Those are the things that are not coming from the written paper. Those are the things that are coming from the heart of my family. I'm fortunate to be married to a third generation of a Holocaust survivor. And I would like to start this speech with the memories of the family of the grandfather of my husband, Shmuel Freiberg. Shmuel Freiberg was unfortunately lost his 7 brothers and sisters and his parents. He was here in Dachau, part of, I would say, a big personal revival. The fact that he managed to go and come to Israel when he was 20 years old and to build a family, but not just to build a family. He was also one of the builders of my country. When he came as a 20-year-old young man, he was, the soon that he got off the ship, he was part of the Israeli boarding army, and he was fighting the independence war of Israel. For 30 years, he served in the Israeli army as an officer, fought through the whole battles of the important wars that Israel had to go through at the beginning of the way. And I'm very honored to say that his legacy continued, and his grandson was serving in the same unit that he served. My husband is an officer in Golani, one of the combat units of Israel. And we're very proud to carry this memory as the most important piece of history in our family. Because our prophet said
Netzach Israel lo yeshaker, the eternity of the Jewish nation will always be there, and the Israeli state, as a strong state, as a moral state, is representing this wonderful prophet more than anything. So I'm very, very excited and emotional to be here and to stand here. Munich is an historic symbol as the birthplace of the Nazi movement. Here, in the very center of this building, the bureau of the Nazi leadership, and it was in the infamous beer hall here that Hitler's attempt putsch occurred 92 years ago. The opening of Israel's Consulate General in its permanent location is an important landmark in Israel's relations with Germany. These relations were advanced by all German and Israeli governments and based on the joint moral imperative of both nations have developed into a unique relationship. This relationship, based on the horrific past, as well as on the intensive cooperation in the present and a strong commitment to the future. We remember history and to do everything possible to prevent its repetition. Ladies and gentlemen, the State of Israel arose despite, not because of the Holocaust. Israel was not created as a shelter. The Jewish people returned to the land of Israel to rebuild its homeland against the background of the threat of destruction while scattered in exile. This year we mark 50 years to Israel's diplomatic relations with Germany. The threats and challenges that facing the State of Israel and global security have changed their structure, but we still see those who call for the murder of Jews as such. There are still those who act on such calls. Earlier today, I participated in a very important historic event, the cornerstone laying ceremony in memory of the Israeli athletes who were murdered in Munich in 1972. Then, as now, Palestinian terrorists targeted innocent Israeli civilians. Then, as now, this terror was based on anti-Semitism and a complete disregard for the sanctity of human life. Germany stands shoulder to shoulder with Israel in the vital campaign against terror. However, it must be understood that condemnations of terror must also include condemnations of those who support terror and raise their children on the glorification of terrorism, and the passing out of candies when Jews are murdered. Unfortunately, we still see that, according to the news, in our very close neighborhoods. In this regard, in a ceremony marking Program Nacht, this week, a European stage in Amsterdam was given to a distortion of the Holocaust by a Palestinian representative who compared Israel with the Nazi regime. The silence which greeted this grotesque is deeply troubling. The international community needs to adopt a clear position against the misuse of the memory of the Holocaust at historical events and attempts to prevent victims as criminals and murdered as murderers. There will always be glaring distinction between aggressor and victims of aggression. The international community needs to reject all attempts to blur it. And once again, Mr. Prime Minister, you were very clear about which side you take. You are part of the very clear line that divides the aggressors and the victims. Ladies and gentlemen, Germany and Israel are both peace-seeking countries. Yet the memory of World War II reminds us to be, I would say, very careful about the phrase, "we brought peace in our time," which Neville Chamberlain brought back to England from this building. Germany is today a key destination for refugees fleeing the Middle East. Those sordid Middle Eastern regimes from where the refugees have fled
represent the breakdown of nation-states such as Syria, Iraq, and Yemen. Those refugees are not survivors of a natural disaster. They are fleeing evil regimes and the cruelty of dictators who are trampling human rights under the watchful eyes of the international community. These are the countries which surrounding the small island of democracy established with great effort by the Jewish people. Amid defensive wars, a survival that have been forced on us. And these are the countries that even today, after 67 years of independence, are still struggling against the right of the Jewish people to have a Jewish state within any borders. As one of Israel's closest friends in the international arena, Germany plays an important role in supporting Israel against the efforts of these countries. I would therefore like to thank all those who have made this event possible and who have contributed to Israel's relations with Bavaria and Germany. These relations are the highest strategic level, and we believe that it should remain like this for the benefit of both peoples and countries. And in particular, I would like to thank all those who work daily to advance the important educational work of combating anti-Semitism, racism, and of course the memory of the Holocaust. Ladies and gentlemen, we look towards the future with clarity and sober approach. Great challenges continue to face us. First among this is the need to unapologetically identify evil for what it is and avoid providing any kind of justifications for it. The democratic world must work together to defeat those forces which aim to destroy it. In this struggle, Israel and Germany are unquestionably allies. This is shown best here today. Israel, Bavaria, and 4 more states have now a place to meet and work together. Mr. Prime Minister, I would like to excuse you for the fact you never have a full government because always one of your ministers is visiting Israel. I'm very proud of that. Prime Minister Seehofer, we would like to thank you for your commitment and support in building this new Consulate General. We believe in partnership, and you show it in the best possible way. Thank you very much and good luck to the cooperation.